Aus meine Bank wird keine Bank. Man zahlt immer mehr für Geschäftskonten oder auch Privatkonten, egal was. Und es wird immer weniger an Struktur geboten. Mein ganzer Bekanntenkreis ist sich nur am Aufregen und sagt, ja, es geht ja gar nichts mehr. Deutschland wird eine Servicewüste. Vor allem dann, wenn es um Bargeld geht. Natürlich muss man schon die Frage stellen können, was ist dann eigentlich noch die Bankdienstleistung, die dort vorhanden ist. Teures Bargeld. Max will wissen, wozu sind Banken überhaupt noch da? So radikal ist bisher noch kein Geldhaus vorgegangen. Eine kleine Genossenschaftsbank, die Raiffeisenbank im Hochtaunus, schließt auf einen Schlag alle Filialen. Dazu gehört auch die Bargeldversorgung. Sämtliche Services werden in den Online-Bereich verlagert. Für die Steinbacher hier ist es ganz schlimm, weil wir haben also wirklich zum großen Teil Leute ab 80 aufwärts und die kommen da gar nicht mehr klar. Ich muss immer jemanden beauftragen nach Oberursel oder Automaten, dann kommen nur 200 D-Mark raus und es ist eine Katastrophe für alte Menschen. Da war ich 50 Jahre lang Kunde bei denen, die da zugemacht haben. Und ich bin jetzt zur Frankfurter Volksbank gegangen, weil eigentlich ich will nicht nur von Automaten bedient werden. Mit uns sprechen will die Raiffeisenbank Hochtaunus nicht, teilt uns aber schriftlich mit: Wir haben den Betrieb der Filialen lange Zeit subventioniert. Inzwischen ist die Nachfrage seitens der Kunden allerdings so gering, dass wir uns im vergangenen Jahr dazu entschlossen haben, die Filialen mangels Nachfrage zu schließen. Im Durchschnitt seien nur noch 2 Kunden pro Stunde in die Filiale gekommen. Das stehe in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Bargeldversorgung für die Kunden sei aber gesichert. Kunden können bei Filialen von Rewe, Penny, DM-Drogerie etc. bis zu 200 € Bargeld bekommen. Das Aus für die Filialen vor Ort ist für den Finanzwissenschaftler Benjamin Born von der Frankfurt School of Finance keine überraschende Entwicklung, auch wenn er den Schritt der Raiffeisenbank Hochtaunus für ungewohnt drastisch hält. Durch Schließung von Filialen und Rückbau von Geldautomaten können die Banken und Sparkassen auch Kosten einsparen. Aber es stimmt schon, dass die Nachfrage nach Bargeld einfach sinkt. Das sehen wir, es wird immer mehr durch elektronischen Zahlungsverkehr bezahlt. Man bekommt zur Not auch Bargeld in Supermärkten zum Beispiel. Und deshalb ist es einfach auch eine nachfragegetriebene Entwicklung. Astheim ist von der Geldversorgung ebenfalls abgeschnitten. Einen Supermarkt, in dem die 3000 Einwohner Geld abheben können, gibt es nicht. Bürgermeister Jochen Engel bot der örtlichen Kreissparkasse Groß-Gerau an, einen Geldautomaten am Bürgerhaus aufzustellen, mietfrei, sogar mit einem Zuschuss. Antwort war aber in beiden Fällen nein. Und was für uns echt schon wehgetan hat, war die Antwort auf das Angebot mit dem Zuschuss, dass man gesagt hat, dann kauft doch lieber euren Bürgern Taxigutscheine davon, dann können sie zur nächsten Bankfiliale nach Tribur fahren. Die Sparkasse im Kreis Groß-Gerau macht jährlich Gewinne. Also das Geld ist dann ein schwieriges Argument und deswegen bin ich klar der Auffassung, dass es der Job der Sparkasse ist, auch die Bargeldversorgung vor Ort sicherzustellen. Kein Geld für die Bargeldversorgung trotz steigender Gewinne. Die kletterten bei der Kreissparkasse Groß-Gerau im Jahr 2022 auf über 43 Millionen €. Kaum Service vor Ort, dafür kräftige Gebührenerhöhungen. Das erfährt gerade Martin Frank aus Messel, seit 50 Jahren Kunde der Sparkasse Darmstadt. Bisher zahlte er für sein Konto 3,60 € im Monat. Jetzt hat die Sparkasse die Gebühren fast verdreifacht auf 9,99 €. Ich denke, da besteht eine enorme Diskrepanz zwischen dem Leistungsangebot einerseits, man schränkt Filialen ein oder schließt sie ganz oder baut Automaten ab und andererseits werden die Preise erhöht. Das passt irgendwo nicht zusammen. Die Zahl der Filialen schrumpft jährlich und ist in den vergangenen 10 Jahren um 56% zurückgegangen. Dürfen sich die Kreditinstitute eigentlich in so großem Stil aus der Fläche zurückziehen? Auf der einen Seite sind die Banken und Sparkassen angehalten, in der Fläche Bargeld und Bankdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Aber es ist nicht vorgeschrieben, wie viele Filialen jetzt spezifisch offen sein müssen. Aber natürlich muss man schon die Frage stellen können, was ist dann eigentlich noch die Bankdienstleistung, die dort vorhanden ist. Das fragen wir uns auch in Niederdorfelden im Main-Kinzig-Kreis. Hier leistet sich die Sparkasse noch eine Filiale, sogar mit persönlicher Beratung.
500 € wollen wir auf unser Konto einzahlen. Die Beraterin aber erklärt uns, Geld werde hier nicht angenommen und schickt uns zur Filiale im nächsten Ort. Auch hier werden wir unser Geld nicht los. Gegenüber Max erklärt die Sparkasse, dass es sich in Niederdorf-Velden um eine Filiale mit einer geringeren Personalausstattung handelt. Daher ist dort keine Kasse für Ein- und Auszahlungen vorhanden. Eine Bank, die kein Geld nimmt. Wer denkt, dass dieses Problem nur auf dem Land besteht, hat sich geirrt. In Frankfurt-Niedererlenbach treffen wir Erik Hensel vom Hotel Landhaus Alte Scheune. Auch er weiß nicht, wohin mit seinem Geld. Bares nimmt in seiner Umgebung keiner mehr. Es gibt auch immer noch viele Gäste, die bar zahlen. Und dann muss man immer irgendwie in den Nachbarort oder nach Bad Vilbel fahren oder nach Frankfurt, um halt das Bargeld irgendwie loszuwerden. Und das ist natürlich auch nicht so einfach. Sind ja auch oft keine kleinen Summen. Der Grund? Hier im Nordosten von Frankfurt hat es einen regelrechten Kahlschlag gegeben. Sowohl die Volksbank als auch die Sparkasse haben ihre Filialen geschlossen. Dagegen hat sich nun eine Initiative gegründet über Stadtteil- und Parteigrenzen hinweg. Einer von ihnen, Jannik Schwander, Ortsvorsteher von Niedererlenbach. Wir haben jetzt eine Zeit zwischen der komplett analogen und der komplett digitalen Welt. Und diese Übergangszeit müssen wir gestalten. Ich glaube nicht, dass wir damit die Bankfilialen zurückholen. So ehrlich bin ich schon. Aber es gibt ja auch innovative Ideen. Ein Bankenmobil, das vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche zu festen Zeiten kommt. Im Taunuskreis hat man Filialen gemacht, wo einen Tag die Sparkasse, einen Tag die Volksbank drin ist. Also auch verschiedene Möglichkeiten. Und dafür wollen wir einfach auch werben, dass man nicht sagt, alles radikal auf Null, sondern es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt auch die Grauzonen, die wollen wir besetzen. Banken, die kein Bargeld wollen. Die neue Normalität unserer Finanzinstitute. Wer dafür auch noch hohe Gebühren erhebt, hat wirklich gar nichts verstanden.